Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr aus einer runden Torte so eine schöne Herztorte machen könnt. Das geht ganz einfach, du brauchst dafür nur eine Schablone und die Schablone gibt es unten in Videobeschreibung. Diese Methode kannst du mit jeder runde Torte verwenden. Von mir gibt es dazu noch ein leckeres Rezept für so eine Schoko-Cremetorte. Die Torte kannst du dann nach Belieben dekorieren. Ich habe die Torte diesmal beschriftet und dazu gibt es auch eine Anleitung in dem Video. Lass uns mit dem Rezept anfangen. Für das Rezept brauchst du weiche Butter, Zucker, Vanille, kleine Prise Salz, Kefir, Weizenmehl, Backkakao, Backpulver und Eier. Erst werde ich die weiche Butter mit Vanille, eine kleine Prise Salz und Zucker für etwa 3 bis 5 Minuten cremig schlagen. Nach etwa 3 Minuten sollte die Butter und Zucker so schön cremig sein, dann können wir die Eier dazugeben, die Eier eine nach dem anderen dazugeben und nach jedem Ei etwa 30 Sekunden weiterschlagen. Nachdem du den zweiten Ei dazugegeben hast und den auch mit dem Mixer geschlagen hast, sollte die Masse so schön fluffig und cremig sein. Dann können wir auch die Trockenzutaten dazugeben. Ich werde erst den Mehl mit Backkakao und Backpulver kurz vermischen und dann durch den Sieb etwa 1/3 zum Teig geben. Danach kurz auf niedrige Stufe schlagen, nur ganz kurz, es muss nicht alles vermischt sein, dann etwa Hälfte von Kefir dazugeben, weiterschlagen, auch ganz kurz, nur bis es fast vermischt ist, dann wieder 1/3 Trockenzutaten durch den Sieb dazugeben, wieder auf niedrige Stufe kurz weiterschlagen und nochmal wiederholen, bis du alles dazugegeben hast. Die letzte Zahl vom Mehl auch nur ganz kurz mixen. Es muss hier auch nicht komplett vermischt sein. Wir werden danach noch mit dem Spatel weiter mixen. So bleibt der Teig schön weich, cremig und fluffig und der Boden wird schön saftig und luftig. Dann eine 20 cm Backform mit Backpapier belegen, gut einfetten und den Teig gleichmäßig in die Backform verteilen. Die genaue Backanleitungen findest du unten in Videobeschreibung. Bevor du den Boden aus dem Backofen holst, eine Stäbchenprobe machen. Dann den Boden erst 10 Minuten im Backform abkühlen lassen, danach aus dem Backform holen und auf dem Abkühlgitter komplett abkühlen lassen. Ich mag den Boden noch drehen, dann wenn die obere Seite nicht ganz gerade ist, wird es etwa gerade beim Abkühlen. Für das leckere Schokocreme brauchst du Frischkäse, Schlagsahne, Backkakao, Puderzucker, den Puderzucker durch den Sieb geben, Sahne steif und Vanillezucker. Erst die Sahne kurz aufschlagen, dann die Vanille und Sahne steif vermischen, danach die Schlagsahne weiterschlagen und die Mischung nach und nach dazugeben. Schließlich die Schlagsahne schön steif schlagen. Dann die Schlagsahne zur Seite legen, Puderzucker zum Frischkäse geben und die Mischung kurz cremig schlagen. Dann, wenn es so schön cremig und weich geworden ist, etwa 1 bis 2 Esslöffel von der Creme zur Seite legen, wenn du deine Torte auch mit einem Schrift dekorieren möchtest. Sonst brauchst du keine Creme zur Seite legen. Dann noch das Backkakao durch den Sieb in die Frischkäsecreme geben und dann mit dem Mixer schlagen, bis alles sich gut vermischt hat. Ich habe danach noch mit dem Spatel vermischt, weil ich habe gemerkt, dass der Mixer nicht ganz geschafft hat, alles zu vermischen. Ich würde dir empfehlen, auch einmal checken, so dass der Creme schön gleichmäßig wird. Dann werden wir auch die Schlagsahne dazugeben in 2 Teilen und hier mixe ich auch mit dem Spatel weiter. Ich finde, so wird das Creme etwas weicher und
luftiger. Aber wenn du möchtest, kannst du auch einfach mit dem Mixer weiter mixen. Und so sollte der fertige Creme aussehen. Wenn dein Boden noch nicht komplett abgekühlt ist, kannst du den Creme erstmal im Kühlschrank lassen und dann erst weitermachen, wenn dein Boden komplett abgekühlt ist. Erst werde ich den Boden in 2 Teile teilen und das geht ganz einfach mit einem Messer. Erst durch den Rand so schneiden, weil es einfacher ist, die Mitte hier zu finden, und erst wenn du den ganzen Rand so geschnitten hast, durch den ganzen Boden schneiden, so bleibt der Boden gerade. Dann ein Teil zur Seite legen und ungefähr Hälfte von der Creme auf dem Tortenboden verteilen. Hier ist es wichtig, den Creme so zu verteilen, dass es bis zum Rand ist. Es kann auch ruhig über den Rand sein, weil wir die Torte danach mit den gleichen Creme auch bedecken werden, und so macht es die Arbeit dir etwas einfacher. Dann den zweiten Boden drauflegen, etwas fest draufdrücken und erst werden wir die Seiten schön machen. Wenn du merkst, dass da etwa Creme fehlt, dann etwa Creme nehmen und mit den Creme die Lücken befüllen, so dass die Seiten so wie hier im Video schön bedeckt werden. Dann brauchst du meine Schablone, die du auch in Videobeschreibung findest. Ich habe meine Schablone schon ausgeschnitten. Es ist eine runde Schablone und diese Teile solltest du dann ausschneiden. Dann mit Hilfe der Schablone erst die Stellen mit einem Messer markieren und danach diese Stücke auch abschneiden. Ich würde empfehlen, so ein Brotmesser zu verwenden, weil ich finde, damit ist etwas einfacher, so eine Torte zu schneiden, und dann diese Stücke einfach erstmal zur Seite legen. Dann die Torte etwas nach unten schieben, so dass du oben genug Platz hast, und noch etwa Creme drauf machen, so dass die Stücke dann schön kleben bleiben. Und dann die Teile erst so auf die Torte legen, ganz schön mittig. Ich habe hier so gecheckt, und dann kann man die Teile auch bekleben. Einfach so, wie ich auf dem Video zeige, fest an den Creme kleben, und keine Sorge, wenn die Teile dabei so etwas brechen, das kann man alles noch mit dem Creme bedecken. Und dann erst die Teile, die wir beklebt haben, noch schön mit dem Creme befestigen. So hier oben sind solche Lücken, die habe ich erst schön mit dem Creme bedeckt, und dann kannst du auch die ganze Torte mit einem dünnen Schicht von Creme bedecken. So mache ich immer den Anfang, erst eine dünne Schicht, so dass alle Krümel befestigt sind, und dann habe ich die Torte noch kurz im Kühlschrank gekühlt. Hier auch den Tortenteller von den Krümeln sauber machen, und danach können wir die Torte mit dem Rest von Creme bedecken. Hier habe ich eine etwas dickere Schicht Creme auf die Torte gegeben, erst die Seiten und ganz schön bis oben, dann kann man das mit dem Schaber gerade machen. Und warum ich das so über den Rand gemacht habe, so kriegt man auch ganz schöne scharfe Kanten. Ich würde empfehlen, hier mit einem Schaber zu arbeiten, weil es die Arbeit viel einfacher macht. Ich habe früher immer nur mit dem Spatel gearbeitet, aber da braucht man etwas mehr Zeit und Geduld, und das Ergebnis, finde ich, wird nie so gut wie mit einem Schaber. Deswegen würde ich dir empfehlen, mit einem Schaber zu arbeiten. Und einfach die Seiten so mit dem Creme bedecken. Wenn du merkst, dass da solche Lücken sind, dann die Lücken nochmal mit dem Creme befüllen und dann wieder mit dem Schaber den Creme abziehen, und dann werden die Seiten so schön gerade. Dann habe ich gesehen, dass meine Torte von oben nicht ganz gerade ist. Ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Video sieht, aber wenn es dir auch passiert, dann kannst du die Torte noch mit dem Creme etwas gerade machen. Einfach auf der Stelle, wo der Boden etwas tiefer ist, mehr Creme legen und dann mit den höheren Stellen
Stelle einfach vergleichen und den Creme dann so auf die Torte platzieren und schließlich dann mit dem Spatel gerade machen. Hier auch ganz wichtig, den Creme ganz bis zum Rand zu ziehen, weil dann können wir wieder die Seiten kurz mit dem Schaber machen und so haben wir dann am Ende ganz schöne scharfe Kanten. Hier musst du die Seiten nicht nochmal mit Creme glatt machen oder so. Du kannst nur einfach mit dem Schaber, so wie ich hier zeige, die Kanten scharf machen. Und dann zum Schluss, wenn nötig, die Kanten noch so mit dem Spatel nach innen ziehen, sodass die Kanten, sodass der Creme an Kanten auch schön gerade ist. Denn diese Stelle fand ich, war nach meinem Geschmack nicht ganz so scharf, wie ich das haben wollte. Und ich wollte euch auch zeigen, wie man das ganz einfach bekommt. Ich habe einfach so einen Klecks von Creme da drauf gelegt und dann mit dem Schaber diese Stelle auch schön scharf gemacht. Und so sieht meine fertige Torte aus. Es ist schön mit dem Creme bedeckt und es ist bereit für mein Deko. Ich habe die Torte noch auf eine andere Tortenteller gesetzt und dann, weil ich eine Schrift mache, habe ich erst die Stelle markiert, wo ich den Schrift machen möchte. Ich habe das einfach so mit einem Zahnstocher, mit einem Holzzahnstocher markiert, weil dann, wenn man den Schrift macht, wird man diese kleinen Pünktchen nicht sehen. Und man kann einfach über diese Pünktchen schreiben und dann wird man die auch nicht sehen. Dann noch den Creme für den Schrift in einen Spritzbeutel mit Spritztüller befüllen. Wenn du so eine Spritztüller nicht hast, dann kannst du einfach ein kleines Stück von Spritzbeutel abschneiden und so den Schrift machen. Hier würde ich dir noch empfehlen, wenn du eine Beschriftung auf eine Torte das erste Mal machst, dann erst auf einem Teller üben. Diesen Creme kann man auch dann später weiterverwenden, wenn du zu wenig Creme hast und man bekommt dann auch so ein Gefühl, wie diese Beschriftung gemacht wird und erst dann auf der Torte schreiben. Ich mache das immer sehr langsam. Hier im Video habe ich das für euch doppelt so schnell gemacht, so dass es nicht so lang im Video ist, aber wenn ich das mache, mache ich das immer sehr langsam und ich habe für mich noch so eine Technik entwickelt, wo ich den Hand, der schreibt, mit den anderen Hand so halte. Das gibt mir etwas mehr Stabilität. Nach der Beschriftung habe ich die Torte noch mit kleinen Herzchen dekoriert. Mir hat diese Torte und diese Deko sehr gefallen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst, wie es dir gefallen hat. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und dass es auch hilfreich für dich war. Ich finde, manchmal will man eine spezielle Torte machen, aber man will nicht immer ein neues Backform dazu kaufen. Deswegen wollte ich euch heute diese ganz simple Methode zeigen, um eine herzförmige Torte aus einer runden Torte zu machen. In meinem Video habe ich diesmal eine Frischkäsecreme gemacht. Die Creme für so eine Torte sollte schon etwas fester sein, sonst halten die Teile nicht zusammen. Man könnte auch anstatt ein Ganache machen oder eine Buttercreme. Die beide würden für so eine Herztorte auch noch ganz schön funktionieren. Eine Sahnecreme würde ich nicht empfehlen, weil die Sahne so weich ist, es wird die Teile nicht zusammenhalten. Wenn du aber trotzdem eine Sahnecreme machen möchtest, dann erst für die inneren Schichten eine andere Creme nehmen, wie diese Frischkäsecreme oder ein Ganache oder Buttercreme, um die Teile zusammenzukleben, und dann für die äußere Schicht kannst du natürlich auch einen Sahnecreme verwenden. Ich habe diesmal die Torte ganz einfach dekoriert mit einer Beschriftung aus Harry Potter, und diese Torte gibt es heute zu unserem Jahrestag. Wir haben heute 13 Jahre und ich wollte euch was ganz Lustiges zeigen. Das ist unser erstes Foto zusammen. Nein, das ist nicht 13 Jahre her. So jung bin ich nicht mehr. Das war etwa 20 Jahre her
und es war unser erster Tanz zusammen. Wie ihr seht, ich war nicht so gut vorbereitet. Ich konnte nicht so gut tanzen, aber das hat sich etwas geändert und ich werde ein kleines Tanzstück für euch hier noch einblenden von letztes Jahr. Da haben wir unsere Hochzeit gefeiert. Natürlich kann man diese Torte auch zum jeden Anlass machen, wenn man einfach eine Herztorte machen möchte. Ich finde, es ist toll für Valentinstag, wenn man den Valentinstag feiern will. Ich wollte euch auch was zum Valentinstag erzählen. In Finnland heißt Valentinstag Ystävänpäivä und direkt übersetzt heißt das Freundschaftstag oder Tag der Freunde. Und in Finnland wird es so auch zelebriert. Es ist nicht ein Feier nur für die, die verliebt sind. Es ist ein Feiertag für Freundschaft. Und früher fand ich das immer etwas komisch, weil ich eigentlich den Valentinstag so wie überall im Welt feiern wollte. Aber mittlerweile finde ich es ganz schön und ich finde es schön, dass man dann diesen Tag auch mit Freunden feiern kann. Und dazu kann man natürlich auch dann so eine Torte machen. Ich hoffe, dieses Video hat sich etwas weitergeholfen. Und wenn du auf der Suche für ein paar Rezepte für Buttercreme bist, habe ich eine Schweizer Vanille-Buttercreme-Rezept und eine leckere Schweizer Schoko-Buttercreme-Rezept. Die beide werde ich noch für dich hier verlinken. Die beide würden sich auch super für diese Torte passen. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht, die Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns endlich, die Torte anzuschneiden zu dürfen. Tschüss!